Das hier ist die Cartier Santos in Medium und ich verspreche dir, wenn du denkst, du kennst Cartier, dann wird dich diese Uhr nochmal ganz neu überraschen. Denn diese Uhr ist nicht einfach nur ein schönes Stück Edelstahl, sie ist Geschichte, Design-Ikone und Technikwunder in einem. Und ja, sie ist eckig und das absichtlich. Aber bevor wir ins Detail gehen, wusstest du, dass die Cartier Santos als erste Fliegeruhr der Welt gilt? Kein Scherz. Die Uhr wurde 1904 entwickelt, weil ein brasilianischer Flugpionier, Alberto Santos Dumont, es leid war, beim Fliegen eine Taschenuhr zu zücken. Sein Kumpel Louis Cartier dachte sich YOLO und baute ihm kurzerhand die erste tragbare Armbanduhr für Männer. Boom! Luftfahrtgeschichte geschrieben und Uhrengeschichte gleich mit. Die Santos war also nicht nur revolutionär, sie war auch ihrer Zeit voraus. Heute gibt es sie in unzähligen Varianten, aber wir sprechen hier über die Medium-Version mit der Referenz WSSA 0029. Edelstahl, silbernes Ziffernblatt, römische Ziffern und Schrauben auf der Lünette, die aussehen, als hätte jemand den Eiffelturm auseinandergebaut und daraus eine Uhr gemacht. Cartier halt. Das Gehäuse misst 35,1 mm. Klingt klein, wirkt am Handgelenk aber erstaunlich präsent. Und das liegt am quadratischen Design. Die Lünette ist poliert, zieht aber Fingerabdrücke magisch an. Oder Kratzer, je nachdem wie du so lebst. Dafür bekommst du 2 Armbänder direkt mitgeliefert. Edelstahl und Leder. Und dank Cartiers Quick Switch System kannst du in Sekunden wechseln, ganz ohne Werkzeug. Im Inneren tickt ein Automatikwerk mit rund 40 Stunden Gangreserve. Nicht rekordverdächtig, aber absolut alltagstauglich. Und das Beste, das Werk sitzt in einem Gehäuse, das sowohl sportlich als auch elegant getragen werden kann. Jeans und T-Shirt passt, Hemd und Sakko noch besser. Jetzt fragst du dich vielleicht, Medium oder Large? Ganz ehrlich, die Medium passt perfekt an Handgelenke bis etwa 18,5–19 cm Umfang. Alles darüber sollte sich dann vielleicht doch mal die Large-Version anschauen. Aber mal ehrlich, probieren geht immer über Spekulieren. Und am Ende entscheidet der Spiegel, nicht das Maßband. Aber, weil gerade im Trend, wie sieht's im Vergleich zu Vintage-Modellen aus? Die Cartier Santos Galbé in Gelbgold zum Beispiel mit der Referenz 887901 ist ein absoluter Klassiker. Zwar mit Quarzwerk, aber schlanker Look, echtes 80er-Jahre-Feeling. Oder die Carré 2961 in Bicolor zum Beispiel mit dem legendären Ghost-Zifferblatt. So subtil, dass du zweimal hinschauen musst. Diese beiden Modelle haben definitiv Charme, keine Frage. Schau dir unbedingt mal Vintage-Modelle an, wenn du dich für Cartier interessierst. Aber beim Tragekomfort und der Technik punktet wahrscheinlich die neue Referenz. Und außerdem ist sie wasserdicht. Die alten natürlich eher, ja, wie soll ich sagen, spritzschutzgeschützt auf eigene Gefahr. Was macht die Santos also so besonders? Die Santos ist zeitlos, sie ist ikonisch und sie ist vor allem eins: Cartier durch und durch. Das Design ist unverkennbar, die Verarbeitung hochwertig und das Tragegefühl, ganz ehrlich, übertrieben angenehm. Mit dem Armbandwechselsystem bist du in 2 Sekunden vom Business Meeting auf Afterwork umgestylt. James Bond wäre neidisch. Aber natürlich gibt es auch wie immer Schattenseiten. Die Lünette ist sehr kratzempfindlich, wie ein iPhone ohne Hülle. Die 40 Stunden Gangreserve sind okay, aber kein Highlight. Und das Ecke-Design, das muss man mögen. Manche mögen sagen Bauhaus, andere sagen weiß ich nicht, Digga. Geschmackssache eben. Oder sagen wir mal so, wenn eine typische Rolex wie ein Porsche 911 ist, schnell, sportlich, laut, dann ist die Cartier Santos der klassische Mercedes SL. Zeitlos schön, ikonisch und mit genau der richtigen Dosis Understatement, damit nur Eingeweihte wissen, was sie da eigentlich vor sich haben. Aber wie seht ihr das? Santos, Stilikone oder überschätzter Designklassiker?
Würdet ihr euch für die Cartier entscheiden oder ist das eher zu viel Stil, zu wenig Uhr? Schreibt mir in die Kommentare, ich lese wie immer alles. Und wenn ihr noch mehr Uhren mit Charakter sehen wollt, Like da lassen, Kanal abonnieren und vielleicht wartet in der nächsten Folge ja schon das nächste unterschätzte Meisterwerk. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Ciao.